Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In der heutigen digitalen Welt haben soziale Netzwerke wie Facebook, X, vormals Twitter, und Google einen enormen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir kommunizieren, Informationen recherchieren und unsere Meinungen bilden. Joachim Steinhöfel, ein renommierter Jurist und Medienexperte, beleuchtet in seinem Buch Die digitale Bevormundung kritisch, wie diese mächtigen Plattformen zunehmend bestimmen, welche Inhalte wir konsumieren dürfen und welche Sichtweisen als akzeptabel gelten. Er argumentiert, dass diese Konzerne mit ihren Algorithmen und Richtlinien eine Form der Zensur ausüben, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die Demokratie hat. Das Buch bietet dem Leser einen tiefgehenden Einblick in die Mechanismen der digitalen Kontrolle, wirft Fragen nach gesellschaftlichen Konsequenzen auf und fordert dazu auf, sich aktiv für einen verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Medien einzusetzen. Steinhöfels fundierte Analysen, kombiniert mit seinen Erfahrungen aus juristischen Auseinandersetzungen gegen Social-Media-Konzerne, machen das Werk zu einer Pflichtlektüre für alle, die mehr über die Schattenseiten der digitalen Meinungsbildung erfahren möchten und sich für den Schutz der freien Rede engagieren wollen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Macht der Plattform und ihre Algorithmen. Eines der zentralen Themen in Die digitale Bevormundung ist die immense Macht, die digitale Plattformen wie Facebook, X und Google heute besitzen. Steinhöfel zeigt, wie diese Unternehmen nicht nur als neutrale Vermittler agieren, sondern durch ihre Algorithmen und Richtlinien gezielt steuern, welche Inhalte Reichweite erhalten und welche unterdrückt oder gelöscht werden. Diese Algorithmen sind oft intransparent, basieren auf wirtschaftlichen Interessen und nehmen entscheidenden Einfluss darauf, wie Menschen Informationen wahrnehmen und welche Debatten in der Öffentlichkeit geführt werden. Durch diese gezielte Steuerung der Sichtbarkeit von Inhalten können die Plattformen Meinungen formen, Trends setzen und letztlich politische sowie gesellschaftliche Diskurse maßgeblich beeinflussen. Das Buch verdeutlicht, wie damit eine neue Form von Zensur entsteht, die subtil und schwer greifbar ist, aber dennoch enorme Konsequenzen für die Meinungsvielfalt hat. Zweitens: Die Folgen für die Meinungsfreiheit. Steinhöfel setzt sich intensiv mit den Auswirkungen der digitalen Kontrolle auf die Meinungsfreiheit auseinander. Er argumentiert, dass die Eingriffe der sozialen Netzwerke weit über das notwendige Maß zum Schutz vor Hassrede oder Falschnachrichten hinausgehen. Immer häufiger werden legitime Meinungen, politische Kritik oder satirische Inhalte entfernt oder eingeschränkt, was zu einer schleichenden Einschränkung der freien Rede führt. Hier zeigt das Buch zahlreiche Beispiele auf, wie Nutzerinnen und Nutzer zensiert, Accounts gesperrt oder ganze Themenbereiche blockiert werden. Diese Entwicklung ist besonders problematisch, da die Entscheidung über zulässige Meinungen nicht von gewählten Instanzen, sondern von privaten Unternehmen getroffen wird, die weder demokratischer Kontrolle noch einer unabhängigen Aufsicht unterliegen. Dadurch droht eine Entwertung traditioneller demokratischer Werte und Prinzipien. Drittens: Juristische Auseinandersetzungen und rechtlicher Rahmen. Ein weiterer Schwerpunkt des Buches liegt auf den juristischen Aspekten der digitalen Bevormundung. Joachim Steinhöfel, selbst als Anwalt aktiv, berichtet von zahlreichen rechtlichen Auseinandersetzungen mit Social-Media-Konzernen. Er analysiert die geltenden Gesetze rund um Meinungsfreiheit, Plattformregulierung und Datenschutz und zeigt Schwachstellen auf. Besonders das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG, steht in der Kritik, weil es Plattformen unter Druck setzt, Inhalte schnellstmöglich zu entfernen, häufig ohne gründliche Prüfung, ob tatsächlich eine Rechtsverletzung vorliegt. Steinhöfel dokumentiert erfolgreiche Klagen gegen ungerechtfertigte Sperren und gibt dem Leser praxisnahe Hinweise, wie man sich gegen solche Eingriffe wehren kann. Der juristische Blickwinkel macht das Buch besonders wertvoll für alle, die sich über ihre Rechte auf sozialen Medien informieren oder im Zweifelsfall rechtlich verteidigen wollen. Viertens: Die gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen. Steinhöfel untersucht die gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen der digitalen Bevormundung. Er zeigt, wie die Monopolisierung der Informationsvermittlung freie, offene Debatten zunehmend erschwert.
Die Verschiebung der Macht von demokratisch legitimierten Institutionen hin zu globalen Tech-Konzernen führt dazu, dass Vielfalt schwindet und abweichende Meinungen systematisch unterdrückt werden. Insbesondere in politischen Auseinandersetzungen kann dies laut Steinhöfel gefährliche Folgen haben. Plattformen nehmen Einfluss auf Wahlkämpfe, die Herausbildung von politischen Lagerbildungen und die öffentliche Meinungsbildung. Damit gerät das demokratische Gefüge ins Wanken, da Debatten nicht mehr offen und plural geführt, sondern in digitalen Echokammern gelenkt und gefiltert werden. Das Buch warnt davor, diese Entwicklungen als naturgegeben zu akzeptieren und fordert einen kritischen Umgang mit den Machtstrukturen der digitalen Welt. Schließlich Strategien für mehr digitale Selbstbestimmung. Abschließend bietet Steinhöfels Buch nicht nur Kritik, sondern auch Lösungsansätze. Er stellt verschiedene Strategien vor, mit denen Nutzerinnen und Nutzer ihre Rechte besser schützen und mehr digitale Selbstbestimmung zurückerlangen können. Hierzu gehört zum Beispiel der bewusste Umgang mit Plattformen, die Auswahl alternativer Kommunikationskanäle, die Nutzung von Verschlüsselung und Datenschutztools sowie das Einfordern transparenter Moderationsprozesse seitens der Anbieter. Er ruft dazu auf, sich nicht nur auf staatliche Regulierung zu verlassen, sondern auch zivilgesellschaftliches Engagement zu zeigen, etwa durch Aufklärung, Vernetzung und das Einlegen von Rechtsmitteln bei ungerechtfertigter Zensur. Insgesamt plädiert das Buch für eine aktive, mündige Bürgergesellschaft, die den Anspruch auf freie Rede auch im digitalen Raum verteidigt. Zusammenfassend: Die digitale Bevormundung von Joachim Steinhöfel ist ein hochaktuelles und fesselndes Buch für alle, die die Entwicklungen der modernen Medienlandschaft kritisch begleiten wollen. Besonders empfohlen ist das Buch für politisch Interessierte, Medienschaffende, Rechtsexperten und alle Nutzer sozialer Netzwerke, die sich Sorgen um die Einschränkung der Meinungsfreiheit machen. Steinhöfels anschauliche Beispiele und juristisches Fachwissen bieten nicht nur tiefe Einblicke in die Machenschaften großer Tech-Konzerne, sondern geben auch wertvolle praktische Hinweise zum Selbstschutz. Die Lektüre sensibilisiert für die Risiken einer durch private Unternehmen gesteuerten Öffentlichkeit und regt dazu an, sich aktiv für den Erhalt demokratischer Grundwerte einzusetzen. Im Vergleich zu anderen Sachbüchern zum Thema überzeugt: Die digitale Bevormundung durch die Kombination aus fundierter Analyse, juristischer Expertise und konkreten Handlungsanleitungen. Wer an einer differenzierten Darstellung der Schattenseiten der Digitalisierung interessiert ist und verstehen möchte, wie sich gesellschaftliche Debatten in Zukunft entwickeln könnten, findet in diesem Werk wertvolle Impulse. Der Kauf dieses Buches bietet daher nicht nur Information, sondern auch Inspiration und Motivation für alle, die digitalen Wandel verantwortungsvoll mitgestalten wollen. Wenn Sie unterstützen möchten, Joachim Steinhöfel, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.